Ja, hallo Luis. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Was genau machst du eigentlich? Ja, hallo Yasin. Erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich, mich mit dir auszutauschen zum Thema Hochdividendenwerte, um das mal als Sammelbegriff zu nehmen. Also, ich selber bin Manager, Autor, Blogger und betreibe seit 2017 den Blog, muss man sagen, plus Podcast mittlerweile auch, nur Bares ist Wahres.de, und der Name deutet es an. Es geht hier vor allem um ausschüttungsstarke bzw. einkommensorientierte Strategien. Ja, also weniger jetzt um Börsensegmente, die auf Kursgewinne, Wachstumschancen, die sich eben in Kursen ausdrücken, abzielt, ja, sondern eben die Instrumente, Branchen, Sektoren, Titel, die eher dazu dienen, eben ein laufendes, möglichst konstantes Einkommen zu generieren. Und das kommt ja dann dem, was wir so ein passives Einkommen nennen, dann recht nah. Also das heißt, sofern du eben die Mittel erstmal erwirtschaftet hast, die du dann anlegst, ja, die dir dann eben parallel dazu ein laufendes Einkommen ähm, ja, sicherstellen. Du hast ja auch das Buch geschrieben, Bargeld statt Buchgewinn. Und Ja, warum das war so. eigentlich, warum eigentlich, also warum hältst du nichts vom Buchgewinn? Also, Nein, nichts davon halten ist ja der falsche Ausdruck. Und es ja, gibt ja auch andere Anlageklassen, da praktiziere ich das ja zumindest indirekt auch selber. Natürlich polarisiert immer so ein Titel, man braucht irgendwas Griffiges. Ja, aber grundsätzlich gilt, gerade im Wertpapierbereich oder was Strategien angeht, es gibt ja in dem Sinne kein richtig oder falsch, sondern vieles hängt ja erstmal davon ab, von meinem persönlichen Ziel. Wenn ich natürlich das Ziel habe, beispielsweise schnell reich zu werden, was ja ein legitimes Ziel ist, dann muss ich natürlich möglichst spitz irgendwo in den Markt gehen und möglichst natürlich dann die künftigen Kursraketen mir rauspicken. Können natürlich auch Pleitekandidaten sein. Ja, das ist eine völlig valide Strategie. Ja, wenn ich dann im Umkehrschluss aber sage, ich bin aber eigentlich ein risikoscheuer Mensch, dann passt natürlich die Strategie nicht zu meiner persönlichen Präferenz. Ja, das heißt, ich sag mal, so ein Tagesgeldmensch, ja, der sich damit wohlfühlt, ist sicherlich nicht mit so einer Spitzenstrategie, ja, die auf maximale Performance ausgelegt ist oder potenzielle Performance, gut bedient. Ja, es gibt aber daneben natürlich eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, eben zum Beispiel auch zu sagen, ja, was übrigens auch über die Jahrtausende, muss man sagen, das kann man wirklich zurückverfolgen bis in die Antike, eben ein Leitmotiv war. Da gab es ja keine Sozialversicherung und ähnliches, dass ich eben Geld in Unternehmen investiere, sei es über die Börse oder eben früher auch, wo es keine Börsen gab, eben auch direkt, ja, um daraus eben ein laufendes Einkommen zu erzielen. Ja, und wenn ich das eben als Ziel habe, dann muss ich eben anders vorgehen. Und dann muss ich mir eben auch andere Geschäftsmodelle, andere Wertpapiere anschauen. Und das ist dann eben eine Frage eben der persönlichen Präferenz. Ja, und von daher sage ich, es gibt kein richtig oder falsch. Aber klar, im Buchtitel spiegelt sich das wieder. Wobei das ja auch jetzt nicht sagt, das eine ist besser als das andere, ja, sondern es sagt einfach nur, die Idee dahinter war, und so bin ich ja auch groß geworden letztendlich, dass in Deutschland oder allgemein Kontinentaleuropa eben die sehr, sehr viele Strategien bekannt sind oder darauf abzielen, irgendwo günstig zu kaufen und irgendwie teurer zu verkaufen. Also tatsächlich, wo die Aktivität an der Börse widerspiegelt, eine Person, die irgendwo von Kursdifferenzen profitieren möchte. Ne? Also eben genau besagte Buchgewinne, ja, oder dann irgendwann realisierte Gewinne, wenn es alles passt. Und dem wollte ich halt so ein Stück weit eben gegenüberstellen, das, was auch im angelsächsischen Raum bekannt ist, eben als Income Investing. Ja, also dieser Leitgedanke eben, ich nutze börsennotierte Wertpapiere nicht, um eben auf Kursgewinne aus zu sein, sondern eben den Einkommensgedanken eben in den Vordergrund zu rücken. Und das ist natürlich in der angelsächsischen Welt deutlich, deutlich ausgeprägter. Ja,
sowohl vom Rechtsrahmen als auch was die Dividendenkultur beispielsweise angeht. Allein eben deswegen, weil eben sehr viele Menschen in angelsächsisch geprägten Ländern tatsächlich von ihren Wertpapiererträgen dann spätestens im Alter auch leben, weil ja dann die Versorgungsleistungen aus sonstigen Quellen, wie zum Beispiel eben einer gesetzlichen Rentenversicherung, nicht so hoch sind. Ne? Wobei, wenn ich jetzt auch von angelsächsisch geprägten Ländern rede, fallen natürlich auch zum Beispiel Staaten drunter, wie beispielsweise Singapur. Ja, klar, es ist ein asiatisches Land, aber die haben beispielsweise das gesamte Rechtssystem ist ja very britisch, ja, und dementsprechend wurde tatsächlich auch diese Wertpapierkultur ein Stück weit, wie man an vielen Titeln sieht, mit reingetragen. Ja. Oder Hongkong ist so ein anderes Beispiel, ja, wobei jetzt da die Frage ist, naja, wann China dann doch den Einfluss auch rechtlich geltend macht. Und das ist so ein bisschen die Basis, die ja auch Hongkong groß gemacht hat, dann so ein bisschen bröckelt, wird man sehen. Wie gehst du eigentlich vor bei so einer Auswahl? Also du achtest auf jeden Fall auf die Dividendenausschüttung, das kann man sagen, und natürlich die Rendite. Ja, das ist Und ein Faktor sicherlich, genau. Jetzt sehr häufig wird gefragt, ja, ist denn die Dividende das alleinige Kriterium? Sage ich, naja, bei der Partnerwahl ist ja die Augenfarbe auch nicht das alleinige Kriterium, sondern das Gesamtpaket macht es natürlich irgendwo aus. Und das ist letztendlich da auch so. Natürlich im Fokus steht, ich möchte ich möchte ein Einkommen daraus erzielen. Das heißt, ein Unternehmen, was zum Beispiel gar nicht ausschüttet, kommt jetzt schon für mich schon mal nicht in Frage. Ja, also es muss schon eine ja, doch deutliche Dividendenrendite vorhanden sein. Aber natürlich spielen auch solche Faktoren eine Rolle. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Dann etwas, was meines Erachtens auch ja, viele, die an der Börse handeln, vielleicht etwas stiefmütterlich behandeln, zum Beispiel einfach wirklich mal sich die Bilanzen anzuschauen, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Cashflow-Rechnung von solchen Unternehmen. Ja, übrigens nicht nur Unternehmen, sondern auch Fonds oder ETFs, die bilanzieren ja genauso. Und das ist ja irgendwo auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also die Biografie und die DNA so einer Organisation steckt ja da drin, die wirtschaftliche DNA. Und also grundsätzlich in alles, was ich investiere, da schaue ich mir zumindest vorher diese Zahlen an. Ja? Klar, kann mal passieren, dass auch mal so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 1,9 Milliarden Euro übersieht. Ja? Aber man muss halt schon sagen, in der Regel, wenn man es auch mal über so ein paar Jahre vergleicht, hat man da ja, oder man kann sich ein viel besseres Bild vom Unternehmen machen. Und dann spielen natürlich aber auch solche Faktoren eben eine Rolle, wie man muss natürlich gucken, in welcher Branche ist so ein Unternehmen, ja, und das dann in Relation setzen, ja, zu anderen. Klar, Geschäftsmodell hatte ich gesagt, das sollte auch irgendwie was sein, was man versteht. Ja, wenn ich also auch dann irgendwie Organisationen habe, von denen ich nicht so genau weiß, was sie da eigentlich machen oder womit die Geld verdienen, sollte man sowieso grundsätzlich die Finger lassen. Was dann allerdings ein wichtiger Punkt ist, jetzt haben wir ja geschaut auf eine einzelne Position, was aber, ja, also mindestens mal genauso wichtig ist, es muss sich alles in ein, ja, ich sag mal, Weltportfolio einkommensorientierter Titel einfügen. Ja, das heißt, worauf ich auch halt achte, ist, dass ich eine bestimmte Aufteilung habe, eben über unterschiedliche Länder, Währungsräume, Instrumente, Branchen, Regionen, ja, um hier eben keine ja, Klumpenrisiken auch aufkommen zu lassen. Ja, also wenn ich mich eben leiten lasse oder eben nicht darauf achte, dann kann es eben leicht passieren. Das passiert übrigens interessanterweise auch in dem einen oder anderen ETF, ja, weil eben ja, einfach so eine feste Rechenregel da oder fester Algorithmus ist, der eben dazu führt, dass beispielsweise eben Klumpen sich bilden. Und das möchte ich natürlich verhindern, ja, dass eben zu großer Anteil jetzt beispielsweise in Kanada veranlagt ist. Ja, weil dann bin ich ja in hohem Maße eben in den kanadischen Länder- und Währungsrisiken ausgesetzt. Und das möchte ich ja gerade verhindern, weil das ist ja auch das Schöne, wenn ich als Einkommensinvestor unterwegs bin, also eben Einkommensquellen suche, dann gilt ja immer der Grundsatz, je mehr ich habe, desto besser. Ja? Weil hier wird auch das, was man die moderne Portfoliotheorie nennt, ja, also im Prinzip die die akademischen Leitsätze der Geldanlage, dann ist ja ein Grundsatz tatsächlich Diversifikation.
Ja, und hier wird es ja offensichtlich deutlich, ja, wenn ich sage mal ein Unternehmen habe, was eben 5% Dividende ausschüttet, ja, und das vergleiche mit 100 Unternehmen, die 5% Dividendenrendite aufweisen, dann ist ja offensichtlich die Ausschüttungsrendite in beiden Fällen gleich. Ja? Einmal 5% ist genauso wie jetzt ja, ein Hundertstel mal 100 und da 5%. Ja? Allerdings das Risiko ist ja nun offensichtlich in dem einen Fall deutlich, deutlich höher als in dem anderen Fall. Im einen Fall steht und fällt alles mit einem einzigen Unternehmen, ja, und im anderen Fall steht und fällt alles eben ja, mit 100 Unternehmen, und selbst wenn da eben mal eins ausfällt, wirkt sich das dann eben nicht so aus. Wenn das aber in einem anderen Fall genau das ist, Stichwort Wirecard, ja, dann ist das schon übel. Ja? Und das sind jetzt auch keine abstrakten Diskussionen, weil den Fall hatte ich tatsächlich Anfang des Jahres mal mit einem Leser diskutiert, der eben gesagt hat, naja, zur Diversifikation, das ist ihm zu anstrengend, er hätte alles in eine einzige Aktie gepackt. Und das ist natürlich dann und es ging tatsächlich um eine einkommensorientierte ja, Strategie, und der hat tatsächlich dann alles in Shell gepackt. Eben tatsächlich auch mit der Begründung, naja, ist ein Riesenunternehmen, weltweit aufgestellt, was soll da passieren? Seit 70 Jahren eben die Dividende nicht gekürzt, ja, und dann kommt halt Corona und dann passiert genau das. Ja, und dann ist eben gerade als Einkommensinvestor viel, viel besser aufgestellt, ist eben viel, viel besser aufgestellt, wenn du dich eben auf 100 oder 1000 verschiedene Einkommensquellen stützt. Ja, und die kann man ja durchaus auch abdecken, ja, indem man eben nicht nur Einzeltitel sich ins Depot legt, sondern auch ja, Sammelanlagen nenne ich sie, weil das hängt immer so ein bisschen vom Rechtsraum ab. Das kann ETF sein, das kann ein börsennotierter Fonds sein, das kann beispielsweise eine Holdinggesellschaft sein, die rein vermögensverwaltend tätig ist und in verschiedene Anlagen investiert ist. Da gibt es also ein sehr, sehr breites Spektrum international. Wie viele Titel hast du persönlich? Genau, mein Einkommensweltportfolio sind momentan 48 Titel, wobei etwa 3 Viertel, nee, ein bisschen weniger, 70% sind wirklich so Sammelanlagen. Ja, also wirklich, wo ich ganze Branchen beispielsweise über ETFs abgedeckt habe. Ja, oder ganze Länder eben über börsennotierte Fonds oder Holdinggesellschaften. Und dann eben etwa 30% sind dann ausgewählte Einzeltitel. Und wie oft werden dann Dividenden ausgeschüttet? Pro Monat oder? Das ist unterschiedlich, aber meine Mindestvorgabe ist immer mindestens zweimal im Jahr. Also mindestens möchte ich eine halbjährliche Ausschüttung haben. Die meisten Titel schütten quartalsweise und monatlich aus. Also das ist so doch der Standard, muss man sagen. Also irgendwie, ja, ich glaube, 2, 3 Titel sind das, die halbjährlich ausschütten. Und der Rest teilt sich so Hälfte quartalsweise, Hälfte monatlich. Das heißt, das ist schon wirklich, jeden Monat kommen da mehrere Zahlungen an, und aufs Jahr gerechnet sind das dann schon ein paar hundert. Da freut sich dann das Finanzamt, wenn es das mal auswerten darf. Ja. Ja, hast du vielleicht noch 3 Büchertipps für junge Menschen, die sich halt über das Thema Finanzen weiterbilden wollen? Büchertipps, also natürlich neben meinen eigenen Büchern, die uneingeschränkt lesenswert sind. Nein, also klar, also wer sich mit dem Thema tatsächlich einkommensorientiertes Investieren, also dieses Income Investing beschäftigen will, auch mal mit solchen, ja, sagen wir mal so Organisationsformen oder Aktiengesellschaften, die eben ja so einen Sonderstatus haben, ne? Wie zum Beispiel Real Estate Investment Trust, also börsennotierte Immobiliengesellschaften, oder Business Development Companies. Ja, das ist so börsennotiertes Private Equity. Ja, oder auch viele andere Instrumente, die hier in Deutschland und Kontinentaleuropa gar nicht bekannt sind. Da kann ich tatsächlich im deutschsprachigen Raum auf mein Buch verweisen, was du genannt hast, Bargeld statt Buchgewinn, weil es tatsächlich das einzige ist so zu dem Thema, was so einen Überblick gibt. Ansonsten, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie intellektuell man es mag. Ich persönlich finde halt die Bücher vom Gerd Kommer, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht der Erste, der das sagt, ähm, sehr gut, gerade weil sie so ein bisschen nüchtern sind, weil sie akademisch sind. Und ich glaube, er hat es ja auch mittlerweile, seinen Klassiker Souverän investieren, den gibt es ja in einer, ich sag mal, Einsteigervariante.
ich könnte mir vorstellen, also das kenne ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau das Richtige ist, um so ins Thema reinzukommen. Es gibt das Ganze dann in der klassischen Variante, die ist, muss man dann sagen, ein bisschen schwerer zu lesen, wer jetzt wirklich absoluter Anfänger ist. Ja, und ja, ansonsten, ich persönlich fand wirklich so ein Augenöffner, ist ein altes Buch aus den 90er Jahren von Bernd Niket, heißt der Mann, also Nikuet geschrieben, der Nachname. Der Crash der Theorien. Ich sage auch gleich vorweg, ist keine leichte Kost, ist also schon auch recht anspruchsvoll, weil es im Prinzip, ich glaube, seine Promotion ist das, die er aber dann als Sachbuch rausgebracht hat, in einer etwas lesbaren Form. Aber er geht da tatsächlich auf dieses Phänomen Börse und nicht mal so irgendwie auf Strategien, aber so dieses Phänomen Börse und was das ausmacht finde ich sehr, sehr gut. Und ja, als drittes historisch ganz nett die Verwirrung der Verwirrungen von dem Josep de la Vega, ja, der so im Amsterdam des 17. Jahrhunderts die Börse da besucht und drüber schreibt. Ist jetzt auch nicht zum direkt was umzusetzen, aber so ein ganz schönes historisches Buch. Ja, Luis, vielen Dank für die Büchertipps. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort? Ja, selbstverständlich. Also, wer sich tatsächlich für das Thema einkommensorientiertes Investieren interessiert, wer also im Prinzip auch parallel zu seinem aktiven Einkommen ein ja, klassisches passives, vielleicht sogar das passivste, das es gibt, weil es wirklich mit sehr wenig Aufwand zu verwalten ist, wenn einmal so ein Portfolio steht, interessiert, schaut gerne bei mir auf dem Blog vorbei. Es gibt ja jede Menge Artikel zu dem Thema. Es gibt auch für alle diejenigen, die meinen Blog Telegram, also Newsletter abonnieren, die bekommen auch einen 10-teiligen Kurs zum Thema, wo ja, so sagen wir so ein bisschen Basisliteratur dort ja, als elektronische Dokumente zur Verfügung gestellt wird, damit man sich ein bisschen einlesen kann. Ja, das eben, wer sich dafür interessiert, gerne bei mir auf dem Blog. Und ansonsten, da stehen auch alle Kontaktmöglichkeiten. Wer dazu noch Fragen haben sollte, kann mich gerne persönlich kontaktieren. Ja, Luis, ich bedanke mich für das Interview. Ich danke. Vielen Dank und wünsche weiter viel Erfolg. Bis dahin.